Also, ich steige jetzt mal hier aus. Ich habe gerade gelernt, wenn man die App wechselt, dann sieht man nichts mehr. Also ich habe hier Starlink unterm Dach. Bester YouTube-Kanal, gerne einen Daumen hoch, ein Abo und bester Anfänger-YouTube-Kanal, weil ich kann noch nichts. Also bis dann. So, also ich habe hier eine Powerstation und da ist jetzt das rote Lämpchen. Das ist der 12 Volt für den Starlink, den ich hier unterm Dach habe. Wenn man nämlich beim Tesla die Tür zumacht, dann stellt er den 12 Volt Anschluss aus und dann würde jetzt Starlink abbrechen. Außer man ist im Camping-Modus, aber das wollte ich nicht. Ich wollte es einfach mal so zeigen. Ja, ich komme gerade aus Portugal, Salema, Richtung Granada, Spanien und dann nach Richtung Murcia. Und die Strecke ist mautfrei, man kann Gebühren vermeiden, ausschalten und es ist trotzdem mautfrei, es hat nichts gekostet. Hier sieht man mal den schönen Laufsteg, Palmen, Düne und jetzt sieht man schon das Meer. Ich laufe mal 5 Meter, 20 Grad warm im Schatten. Habe mir schon einen Sonnenbrand geholt, weil unterschätzt, Wind ist kühl, Sonne brutzelt und bei mir langt dann ein Tag und Sonnenbrand, also ein Tag. Das ist der Strand. Ich drehe mich jetzt einmal wieder um und laufe zurück zum Auto. Und hier ist der Parkplatz. Ja, also Maut ist schon mal umsonst, kann ich empfehlen, die Strecke. War gut zu fahren. Also die linke Spur ist dann eher ohne Schlaglöcher. Und ja, was gibt es noch zu erzählen? Wasserkocher 12 Volt im Auto ist Gold wert. Also so oft gekocht, Wasser gemacht. Ganz wichtig. Platz war für Eco-Platz war sehr gut. Ja, das ist mein Auto, mit dem ich fahre. Tesla Model Y. Standard Range. Erst im Dezember 2024 bekommen. Also der ist jetzt gerade mal 3 Monate alt und hat 15.000 Kilometer schon drauf. Ja, besten 15.000 Kilometer, die ich natürlich je gefahren bin. Tesla Service schon kontaktiert, weil ich der Fehler bin. Ich habe ihn einmal kontaktiert, weil ich habe die Geschwindigkeit, wenn man die ausmacht, gibt es eine Warnung. Und das muss man dann erst verstehen, dass die Geschwindigkeit, wenn man die ausschaltet, dass die Warnung ergibt. Okay, also der Fehler saß hinterm Lenkrad, wie man so schön sagt. Das nächste war, ich habe mir vorne den Schmutzfänger, hier wo mein Fuß gerade ist, den habe ich abgefahren, sieht man es da. Und dann habe ich sonntags in der App gesagt, hier, ich bräuchte einen neuen Schmutzfänger und einen neuen Spoiler, weil hier hinten, der steht auch ein bisschen, sieht man es, hier, der steht ein bisschen ab, weil bin ich über was drüber gefahren, auch wieder, der Fehler sitzt hinterm Lenkrad. Ja, Schmutzfänger, sagt dann die App, so nach einer Minute habe ich einen Kostenvoranschlag gehabt, 44 Euro. Kann ich auch im Online-Shop bestellen, wird mir zugeschickt, kann man selbst anbringen. Möchten Sie trotzdem einen Termin? Ich so, ja. Und dann habe ich einen Termin in 3 Tagen gekriegt. Also super schneller Service. 3 Tage einen Termin hingefahren.
Die haben den repariert und dann hat er mir gesagt, im Service 22 Euro. Nee, Quatsch, ich untertreibe, Entschuldigung, 27 Euro. Und ich so, warum ist das so günstig? Die gibt es doch nur im Set für 44 Euro. Und dann sagt er zu mir, ja, bei uns kriegen sie auch einzeln. Also Wahnsinnsservice und ich glaube die Montage dann 5 Euro. Also bester Tesla-Service oder allgemeiner Service, den ich je erlebt habe. Und dann habe ich gemeint, und was mit dem Schweller? Und dann hat er gemeint, ja, sie haben geguckt, der sieht noch gut aus, aber sie wissen halt nicht, ob unten drunter was gebrochen ist und deshalb, beziehungsweise, wenn sie ihn abmachen, wollen sie natürlich auch gleich einen neuen da haben. Und dann hat er gesagt, ja, da bestellt er das Ersatzteil und dann kommt der Ranger zu Ihnen, also der mobile Werkstattservice kommt zu Ihnen. Und wenn er das Teil nicht braucht, dann müssen Sie auch nichts bezahlen. Also wieder unglaublicher Service. Nächste Woche war er dann bei mir, der Ranger, guckt sich das an und sagt zu mir, ja, er hat sich auch nochmal mit dem Service unterhalten. Also das Teil hat er dabei, er könnte ihn jetzt abmachen und einen neuen hinsetzen. Aber wenn Sie die 3 mm, die er hier übersteht, nicht stört, dann spart er sich den Aufwand. Oder also ich mir die Kosten. Es ging darum, ich mir die Kosten. So ein Spoiler kostet 300 Eppes. Und er hat gemeint, der ist fest. Es geht nur um die 3 mm, die, wenn man es nicht weiß, gar nicht sieht. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lass mal. Behalte ich den. Und dann hat er gesagt, okay, ich storniere den Termin, das kostet Sie dann nichts. Welcher Service auf dieser Erde kommt zu einem, hat das Ersatzteil extra dabei, guckt sich's an und sagt, Sie können entscheiden. Und ich sage, nein, danke. Und dann sagt er, ja, dann nehme ich das Teil wieder mit und es kostet Sie nichts. Nur Tesla. Also, wenn es schlecht ist, dann beschweren sich die Leute. Also wenn was schlecht ist, dann jammern sie. So, bin ich nochmal da. Dann jammern sie, komm, und dann mache ich das Auto auch noch mit drauf. Aber hier, dieses Auto, dieser Hersteller hier, so einen guten Service habe ich in 30 Jahren bei keinem Hersteller erlebt. Also nur Tesla ist preiswert, nur Tesla hat, also es tut mir echt leid, für mich hat nur Tesla einen guten Service, weil das, was ich jetzt gerade wieder erlebt habe, das ist nicht die einzige gute Geschichte, die ich erzählen könnte. Aber ich will das Video heute mal kurz lassen. Da gibt es noch mehr Servicegeschichten. In 30 Jahren hat das kein anderer Hersteller hingekriegt. Also für mich Tesla 5 Daumen hoch von 5. Ja, und er kriegt noch einen 6., weil Ferndiagnose. Einfach unbeschreiblich. Ja, die anderen nenne ich jetzt nur noch liebevoll schönes Altmetall auf Rädern. Und das hat sich eh bald erledigt. Deshalb brauche ich da eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen, sondern ich erzähle die Vorteile, die einem Tesla bietet. Weil die weiß keiner, die kann keiner wissen, wenn man nicht selbst einen hat und, sage ich mal, die Probleme hatte, wo dann das Problem hinter dem Lenkrad sitzt. Und wenn man mal einen Service braucht, ist der da und kostet nichts. Also Hammer. Ja, so. Also wenn euch solche Informationen gefallen, ich bin jetzt gerade auf Supercharger Europa Tour. Ihr seht bei mir die Supercharger Europas. Also ich war gerade in Sizilien, also Italien, Sizilien, und jetzt war ich in Frankreich, Spanien, Portugal und jetzt Rückreise. Und die nächste Reise geht dann Türkei, Griechenland. Also ganz Europa. Ich werde in alle Länder fahren. Ich werde in allen Ländern Supercharger benutzen.
Ich kann die ganze Reise machen. Also das Ladenetz ist fertig ausgebaut von Tesla. Man hat als Tesla überhaupt keinen Ladedschungel, in Anführungszeichen, den es gar nicht gibt. Also für Tesla-Fahrer schon mal gar nicht und für die anderen auch nicht. Aber ja, Sie würden es mir nicht glauben, wenn ich es erzähle. Aber bei Tesla ist es einfach zu erklären. Man nimmt den Stecker, also an der Ladestation, und schiebt den in die Buchse rein. Ladeanschluss und dann lädt das Auto. Keine Karte, keine App. Plug and Charge nennt sich das. Zuverlässig und günstig. Also in Portugal für 10 Euro den Tank voll machen, also einen Akku. Jetzt hier und zu Hause 20 Euro, einmal voll tanken bitte. Sind Preise, da kann man doch nur von träumen. Also bei Tesla ist es Realität und man muss nichts machen. Einfach nur Stecker nehmen ins Auto und lädt. Ich kann damit durch ganz Europa reisen, an jeden Punkt Europas. Also ich weiß nicht, wo jetzt der Dschungel da ist. Also wenn ich in ganz Europa ein fertiges Ladenetz habe mit Plug and Charge und das sind günstig, ist für mich das eigentlich fertig ausgebaut. Tesla baut die Supercharger nicht für die Nebenzeit auf, sondern das kann man dann in meinen Videos sehen. Also dann sind da immer so 10 oder 20 Supercharger und ich bin der Einzige, der lädt. Also die bauen das nicht für also ich sag's, wofür sie es aufbauen. Sie bauen das Supercharger-Netz für die höchste Auslastung in der Ferienzeit auf. Deshalb stehen da schon 10 bis 20 Supercharger. Und das Netz ist so gemacht, dass wenn alle fahren würden, langt es trotzdem. Und es langt jetzt sogar für die Fremdfahrzeuge. Also weil die Fremdfahrzeuge können auch an die Supercharger. Und ganz ohne Gebühr und mit Gebühr den günstigen Preis von den Tesla-Fahrern. Und das kann man einen Monat lang machen. Also den Urlaub, wo man in Urlaub fährt, 9,90 Euro. Und dann kann man auch als Fremdfabrikat-Fahrer mal ein gutes Ladenetz testen. Ja, ja, ich will nicht so lange in der Sonne bleiben. Also ich gehe lieber ins Auto. Ich habe mich nämlich noch nicht eingecremt. Und dann kommt man ins Quatschen und dann ich habe eine Null-Toleranz gegen Sonne. Ja, also zum Ladenetz noch. Tesla hat das beste Ladenetz von allen. Zuverlässig, günstig. Ist immer ein Platz frei. In Portugal musste ich jetzt einmal 2 Minuten warten. Ja, die Portugiesen haben es, also die fahren sehr gerne Tesla, die fahren viel Tesla und dieses Jahr wird dort auch das Ladenetz richtig ausgebaut. Also die wurden blockiert, aber das Gesetz ist jetzt wohl durch und jetzt dürfen sie wieder. Und da werden jetzt ganz viele eröffnet. Ja, dann sage ich es mal so, am Supercharger sollte man keine Kalibrierung machen. Dann würde es besser, würde man schneller den Ort verlassen. Also in der Regel ist nämlich ein Supercharger-Aufenthalt 15 bis 20 Minuten und dann geht es weiter. Aber ich glaube, es bedarf einer Schulung der Personen oder sie wurden bezahlt dafür, also kriegen Stundenlohn und deshalb bleiben sie da länger stehen und gehen in die Kalibrierung rein. Ja, ich muss da mal mit dem Kopf schütteln. Kalibrierung am Supercharger. Also ohne Worte. 15, 20 Minuten und weiter. Also meine eigene Pause ist immer länger als die Pause vom Auto. So, ja, gern nochmal Daumen hoch und Abo, falls noch nicht geschehen. Dann sage ich mal, ist alles nur ein Test. Bis dann, tschüssi und vielen Dank fürs Zuschauen.